Nachher verwahren wir natürlich auch noch den Auspuff, den ihr gesagt habt. Ich würde sagen, 100 müsste laufen. Was? Bevor das Video losgeht, hat der Zimzalabem noch eine Neuigkeit. Ticketverkauf vom Kufen ist on fire! Ab jetzt 27. Ticketverkauf fürs Kufen läuft. Greifen zu, begrenzte Plätze. Unbedingt vorbeikommen. Limited. Zimzalabem! Willkommen zum neuen Video. Heute machen wir weiter an der GT. Ich bin leider alleine, weil der Luhu hat ganz viel zu tun. Wir haben ja aufgehört mit, ja, die läuft mindestens 85. Ich weiß auch nicht mehr genau. Der Luhu schuldet mir noch einen Smoothie, weil das Ding ist 76 oder 75 gelaufen. Das können wir natürlich so nicht machen. Wir haben neue Teile, wir haben neue Zachrans und wir haben den Auspuff, den ihr uns empfohlen habt. Ich baue das mal an. Der Luhu kann es dann mal abstimmen und ganz am Ende von dem Video gehen wir auf den Prüfstand und schauen, was dort wirklich drin steckt. Also, Käferli und dann abhindern. So, wir sind in der Werkstatt mit der GT. Die haben wir ja letztes Mal auf die Stufe 1 tuned. Und ich habe lustigerweise den Zettel gefunden. Die von Anfang an dabei sind, die kennen den. Und das ist stärker als Prima GT. Zuerst ist sie 25 gelaufen. So, dann haben wir schnell ein bisschen einen Umbau gemacht. Erster Gang 14, zweiter Gang 26, dritter Gang brachiale 35, oder? Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Stufe 1. Ziel, Gesamtgeschwindigkeit verdoppeln. Wäre 70, das haben wir geschafft. Wir sind aber noch lange nicht zufrieden natürlich. Wir haben jetzt verbauen einen 40er Zachrand. Wir gehen jetzt auf ein 30er runter, winziges Zachränzchen. Wenn wir jetzt da verhältnismäßig rechnen, heisst, wir würden nachher genau auf 100 kommen. Das ist natürlich sehr theoretisch und auch nur, wenn die Leistung stimmt etc. Nachher verwahren wir natürlich auch noch den Auspuff, den ihr gesagt habt. Haben wir glücklicherweise im Shop gehabt. Das sieht ja schon ein bisschen mehr nach Rätsing aus. He? Das ist der Plan von heute, diese Dinger draufbauen. Abstimmen das Ganze, das kann dann wirklich der Luhu machen. Und mal schauen, was bringt sie so auf der Straße. Und dann eben, wie versprochen, als zweites noch auf dem Prüfstand schauen, wie viel Leistung haben wir jetzt da. Das ist wirklich die Renngeschwindigkeit auf der Rolle. Aber natürlich Problem könnten haben, ist Kettenflucht, Kettenführung. Weil das ist jetzt natürlich schon winzig. Vielleicht haben wir Glück, weil die Schrauben auf dem Stoßdämpfer, wenn du da von hinten filmst, vielleicht rattert es uns dann dort drüber runter. Sala. Was wir aber noch schauen müssen, ist Bride. Ist das der Zimzalabem? Zimzalabem! Mein Leben ist scheiße heute. Was ist los? Ich brauche eine externe Festplatte. Was ist das Problem? Sie hat sicher nicht gleich Was ist passiert? Nein, Roger, zeig mal. Jetzt ist gut. Oh. In dem Haken! Tingeltangel, Roger. Der Auspuff ist jetzt mal angesetzt. Ihr seht schon das Problem. Der kommt da relativ weit raus. Beim Starten bzw. Bremsen stellen wir jetzt hier an. Wie der Sigler sagen, Custom ist immer ein Kompromiss. Wir können probieren, um mit der Pedalarmverlängerung noch ein bisschen weiter rauszukommen. Da müssen wir dann noch schauen, da irgendwie eine Schelle anmachen und hier rauf verbinden. Perfekt. Schon die erste Spüle drin. Oh nein, das langt gar nicht. Ja, außer die grünen Lampe. Der Roger dreht uns hier den Teil ab, damit wir es hier anmachen können. Roger regelt. Dann können wir hier Pedale normal montieren. Dann kommt der ganze Auspuff, ich kann es jetzt nicht andrücken, aber kommt hier nochmal fast 2 cm hin. Und dann hier ein bisschen sauberer anmachen. Roger, jetzt aber Hinterrad. Zack. Schon einiges gelungen. Es ist genau. So, die Sache ist dran, das winzige 30er-Kränzchen. Die Problematik ist jetzt die Schraube. Das sieht schon mal sehr eng aus. Also da Kettenstreifen, wenn es ein bisschen locker wird. Das können wir so nicht machen. Ich würde jetzt hier, glaube ich, einfach eine Senkkopfschraube machen. Wir könnten auch hier eine Unterlage dazwischen tun. Okidoki, wir haben die Scheibe dazu tun, zum Ausdistanzieren. Dann haben wir hier genug Platz und der Schwingen tut es auch gut, da muss ich nicht zu fest zusammenziehen. Kettenkürze zusammenbauen. Ich kann mal allerdings verkürzen. Gehst du drehen? Aber ich will filmen, wenn du drehst. Komm, jetzt machen wir hier kurz und dann tun wir da kurz. Wenn wir schon Roger Regel-Content haben, können wir den auch aufnehmen.
Roger Regel, der hat da noch einen Trick 77 für euch. Hört man mich überhaupt? Ich höre dich. Trick 77, wo man nicht herumverkehren darf, weil es eigentlich ein Bastel ist, aber es sollte jetzt schnell gehen. Die Fläche ist zu tief, die Einfräsung hier, die geht zu weit runter. Da geht der Keil geht einfach durch. Also 9,5er Keil, wo bemerkt. der geht durch und klemmt nie. Weil eben die Fläche zu tief ist. Und wenn die Fläche höher ist, dann fängt sie irgendwann an zu spannen. Und ich habe jetzt mal nur zum Testen eigentlich die M5 Ausscheiben genommen. Das ist etwa die Millimeter hoch und dann der so drauf. Tatsächlich funktioniert es erstaunlich gut, mal bis jetzt. Es ist sicher nicht die finale Lösung, aber mal zum alles zusammenbauen und mal testen, können wir das so mal probieren. Wie findest du jetzt auch, dass jetzt einfach unsere Zuschauer angeschaut hast? Nicht die finale Lösung. So, Roger hat geregelt, da, das funktioniert. Da können wir jetzt trampen, kommen am Auspuff vorbei. Auspuff haben wir auch angemacht, auch ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal Bastellösung, weil es etwa das ist. Ist aber natürlich auch halt ein Auspuff, der nicht unbedingt für das gemacht ist. Den Ständer können wir jetzt aber wenigstens noch bedienen. Wir machen jetzt noch 2, 3 Anpassungen, die der Luhu noch versäumt hat letztes Mal. Dann lassen wir das Ding schnell laufen. Rufen dem Luhu, ich will noch mal schnell hören, wie viel das der jetzt genau läuft. Und dann geht er auf eine Probefahrt, weil ich getraue mich nicht mit dem Fach. Geil. Jetzt würde es darum gehen, dass du schnell startest und dann schnell sagst, wie schnell das er fährt. Ich habe Lust auf ein zweites Smoothie. Willst du zuerst absuchen lassen? Nachher ist immer Sport. Und was meinst du? Und was meinst du? Ah, also ich sage 100 müsste laufen. Was? Da haut es mich von Söckerli an. 100? Ja. Prüfstand oder auf der Straße? Auf der Straße. Also, wir sind gespannt. Morgen nimmst du dir Zeit, nimmst Stoffkombi mit. Kann ich, ja. Mach doch da als Vorbild so ein bisschen. Und dann schauen wir, ob es die 100 da zustande kommen. Und dann gehen wir noch auf den Prüfstand. Wenn wir nachher abgestimmt haben, vielleicht ist es noch nötig. Und schauen dann, was das Ding auf der Rolle anbringt. 14, 15 PS. Meinst du? Jetzt mit dem Auspuff müsste es gehen. Okay, ich bin gespannt. 100 km/h, 14, 15 PS. Ja, versauft immer. Aber ist ja warm wenigstens jetzt. Ja, jetzt ist er schon warm. Also für alle, die sich fragen, wo ist der Elias, er ist leider krank. Darum müssen wir das jetzt zweite schnell machen, die Probefahrt. Jetzt haben wir ihn warm gefahren und musst die Düse noch ein bisschen anpassen, gell? Ja, das Schwimmerniveau eventuell, wenn der Vergaser schräg steht. Nachher lege ich das Kombi an und dann geht es Vollgas los. Ja. Gut, jetzt zuerst mal noch mal ein bisschen schrauben. Gut, ich war fertig. Und du? Ja, bin bereit. So, ist warm! Ja, ist warm. Dann ich voll. Ja, willst du halb voll, Nein, oder? ich Vollgas. Ja. Und wie hat es sich angefühlt? Hurenschal. 103! 103! Wow, geil! Wow, krass, Mann! Ich habe schon ein bisschen gezweifelt, aber jetzt beim Fahren habe ich schon gedacht, ja. Jetzt mal einen Prüfstand, mal schauen, was der sich druckt. Geil, Ich Mann! denke auch, so 14 PS wird er bringen. Krass. Es ist der nächste Tag. Hallo. Ich bin mit 2 absoluten Profis am Arbeiten. Ja, weil Elias leider krank ist, alle anderen arbeiten. Wir dürfen einspringen. Einmal gibt es heute GT 100 km/h Projekt. Den Sieg kennen ihr vielleicht noch aus dem alten Video, der ist mir noch etwas zu langsam gelaufen. Und ich sage heute, das Ding muss einfach schneller gehen als die scheiß GT. Wir haben noch Material dabei. Reservriemen, wir haben Werkzeuge dazu, wir haben andere Vario-Gewichte und einen Auspuff. Das war der Probelauf von gestern. Ja, dann machen wir zuerst GT, dann nehmen wir das ein, dann schauen wir, was der druckt und während dieser Zeit rüste ich das ein nochmal auf. Das ist eben mal ein rechter Sauber. Ah, da, ja, ein Treffer. Geht nicht da? Ja, mal, das ist gut. Wird er nicht zu doppelt verschäligen, nicht im Huren-Göppel? Aber hinten wird es auch gut. Gut!
hat ein bisschen warm bekommen. Wie schwer ist die Uhrenrolle? Ich glaube 600. Ja, aber nein! 12, ja, ist auch nicht schlecht. 12. Dann machst du jetzt zu. Ah, soll ich offen lassen? Ja. Wir trinken noch einen Zweitakt-Tee. Der Extrakt aus Stutzlutz. Wir müssen den Luhu leider enttäuschen. Der erste Gang ist ein bisschen holprig, bis die Rolle mal geht. Jetzt sind wir irgendwo bei 9 PS. Schaltvorgang natürlich vorbildlich. Überhaupt nicht. Dann geht es auf nicht ganz 12. Natürlich wieder ein Schaltvorgang in Rekordzeit. Nachher sind wir ganz sauber und bündig auf 12 PS. Geschwindigkeit 109 km/h. Also ist mehr, als sich der Luhu getraut hat, aber... Luftwiderstand, der fehlt. Ja, wir haben gebläst. Von dem her ist eigentlich im Luhu seine Leistung gar nicht so schlecht auf der Straße. Kannst du das filmen, Roger? Heute beim Verladen haben wir da noch festgestellt, das war natürlich alles ganz safe gewesen, wie er auch gestern gefahren ist. Also, ja, die Schwinge hat gegeben, Bro. Also. Ja, sie hat gegeben. Also. Aber Frage, du schaltest jetzt da zweimal. Würde man nicht die Rolle eigentlich in Schwung bringen und im dritten nachher starten und sie so drücken? Können wir auch noch machen. Würde ich sagen, lassen wir noch mal im dritten auf, aber das mal machst du. km/h oder 112. Da muss ihn sie aber recht Finger zum Vödeln ausnehmen. He? Wenn du zum dritten aus beschleunigst, quasi aus Null raus, dann hat er ein bisschen weniger, also zeigt er nicht ganz 12 PS an, oder? Weil einfach der Schwung schon allein fehlt. Ja, jetzt machen wir da mit Wolf im Schafspelz. Grundsätzlich eigentlich genau gleich wie letztes Mal vor etwa, was ist das, vor einem Jahr. Jetzt schauen wir mal sicher, dass wir die 101 km/h haben die ja geschafft. Ja, ich habe keinen Mut mehr gehabt, tut mir Auf dem leid. Video war ja nur 99. Wenn wir die noch erreichen, ich habe noch einen neuen Keilriemen gemacht, ein bisschen schwerere Vario-Gewicht. Das Ziel ist eigentlich vorgegeben durch das Elend von vorher. Das muss erreichen und wenn das nicht lange, dann habe ich dann noch ein Kistchen dabei mit Sachen drin. Das Wichtigste vergessen, da wird es noch 5 km/h schneller. Ich sehe es kommen. Der Schild geht runter in die Rolle und bei 100 oder bei 99,5 verklemmt es die Rolle. Ja, eine weitere Schwierigkeit, die wir dann noch haben, ist beim Abbremsen wegen dem Vario. Das ist ein Prüfstand für Viertakter, wo du die Rolle nicht bremsen kannst. Wir lösen die Lupfen und stellen dann auf die Seite. Und dann bitte nicht in die Rolle stehen. Fickt! Ja, du immerhin, oder? Also, Leistung pur, 6,5 PS. Das Heck ist jetzt nicht gerade überrissen, aber wir haben 123 km/h. Und somit ein neuer Spitzenreiter in der Firma mit dem schnellsten Töffli. Gratulation, Christoph. Hast du angefangen, Eistee gewonnen? Eigentlich absolut getarnt und strassentauglich. Eigentlich bis auf den Auspuff. Ja, Auspuff ist der Schneckentopf. Macht halt oben raus nicht zu. Darum gehe ich jetzt mal da vorne und ihr könnt den Gross abdrucken. Und ich schließe dann noch ein anderes Auspuff an. Ich hoffe, es verschält dann nicht. Schaffst du 130? Ich glaube schon, ja. Roger, du musst jetzt nicht filmen. Professionalität wird auch hochgeschrieben. Wir waren ja schon mal mit einem Kastöffel da. Während der Krieg geschraubt haben wir ja Zeit für das. Schraubt. Bauern, kannst du dem sagen. Die hohe Zündung ist unter Last nicht. Jetzt mit der Rollantriebe völlig beschissen. Schau mal die Drehzahl an. Irgendwie 9 PS. Irgendwie 9 PS. Muss ich etwas dazu sagen? Nein, die Zündung ist ausgestiegen. Das 9.000 bis 10.000 Umdrehungen fängt er an abriegeln. Und da sehen wir jetzt hier eigentlich im roten Diagramm. Die Beschleunigung ist eigentlich schön. Und irgendwo da oben, also bei 40 km/h, hat er angefangen umzuzicken. Leistung weg. Jetzt geht das Gesuche los bis zum nächsten Rennen. Gut, jetzt zweiter Lauf. Also es kann eigentlich gar nichts passieren. Es kann nur die ganze Vario dir um die Schnur fliegen, kann die ganze Kupplungsglocke dir um die Schnur fliegen, aber...
Mein tiefster Respekt. Was hat er denn jetzt da? Ja, du siehst gerade, wo Reso kommt. Bei 80, wow. Ja, aber Leistung weniger. Man hat schon ewig, bis er mal auf die 80 kommt. Aber nachher kommt noch mal ein Schwung. Die Geschwindigkeit haben wir jetzt genau bei 140. Gefühlt die 100 Jahre gegangen, bis wir nicht gewesen sind. Aber 140. 140 muss zuerst mal ein anderer schaffen. Obwohl, 147 Verkehrsmuseum und so wird ja sehr offiziell. Fuck, wir müssen nochmal. Du musst mal schauen, wie der schön blau wurde. Ja, vor allem, eigentlich ist nur noch der Mittelteil normale Farbe. So, da wäre es auch schon wieder gewesen. Wieder mal Berufsstand-Tag durch. Der GT ist gar nicht so tragisch, wie wir gedacht haben. Also auch der Luca hat dort wahrscheinlich einigermaßen Freude. Bei den nächsten Videos sind wieder die richtigen Leute dabei, nicht wir zwei Luckenbüsser. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.